Make you wanna move. Make you wanna move. Cholé, Freunde, die Frage ist doch, ob du so Tischtennis spielen möchtest Make you wanna move. oder ob das ab und zu noch so aussieht. Ja. Schön. Ja. So Freunde, mein Name ist Simon Moschall, ich leite hier in Hamburg die Tischtennisschule Cholé und wir schauen uns heute deinen Rückschlag an. Spezielles Thema, nämlich Vorhand-Topspin auf halblange Bälle. Was hat das eigentlich für einen Vorteil, wenn wir halblange Bälle ziehen? Die erste Sache ist, ihr übernehmt gleich das Zepter, denn der andere geht ja eher davon aus, beim kurzen oder halblangen Ausschlag, dass er einen kurzen oder höchstwahrscheinlich auch einen langen Rückschlag bekommt. Das heißt, überrascht den anderen und übernimmt gleich die Initiative, sodass der andere auch gar nicht ziehen kann. Aber es hat auch noch eine andere psychologische Komponente. Manche Spiele entwickeln sich komplett anders, weil man bei 1-1 oder 4-4 plötzlich aggressiv den Ball anzieht und die andere Person wirklich komplett anders aufschlagen muss, weil sie weiß, mit so einem Ausschlag, der auch nur ein bisschen lang rausspringt, kann ich hier nicht viel anfangen, weil ich dann gleich in eine passive Situation gedrückt werde. Am Ende habe ich noch für dich einen Spezialtipp, der ist extrem wichtig, also bleib am Start und jetzt gucken wir uns an, wie du richtig geil durchziehen kannst. Das Thema ist natürlich super komplex, denn zum einen muss ich mich entscheiden, ist der Ball halb lang, sodass ich ihn anziehen kann, oder ist er kurz, sodass ich schupfen oder flippen muss? Und das zweite Problem ist, wir haben nicht viel Platz. Halblang bedeutet, dass die Bälle irgendwo in diesem Bereich hier runterkommen. Wo wir auch schon beim ersten Thema sind, und zwar der Stellung zum Ball. Es ist enorm wichtig, dass wir jetzt tief stehen. Und hat da nicht auch schon mal jemand irgendwas zu gesagt? Auch das größte Problem an meistens eigentlich so die tiefe Stellung. Ja. Also lieber 2 cm tiefer stehen, Ja. weil die kommt mal wieder ein Tickchen hoch. Ja. Das heißt, wir stehen schön tief. Und jetzt ist es wichtig, wenn der Ball kommt, müssen wir deutlich dichter an den Ball und an den Tisch ran, als viele es denken. Viele haben das so, dass sie sagen, okay, ich mache lieber die Grundstellung, nicht dass Simon meckert. So, und jetzt gehen sie hier ran. So, und der Abstand zum Tisch ist auf halblang zu weit weg. Optimal wäre dann hier den Ball zu treffen, aber der Ball wird wahrscheinlich hier das erste Mal aufkommen und hier sein. Das heißt, ich muss den Ball irgendwo hier treffen und ihr seht schon, da kann ich nicht wirklich gut durchziehen. Das heißt, ich muss wirklich ran an den Tisch, damit ich hier gleich gut den Ball durchziehen kann. Das bedeutet auch, dass nicht nur die Beine dicht am Tisch und dicht am Ball sind, sondern auch unser Oberkörper und auch der Kopf. Wenn wir so rangehen, jetzt sind zwar die Beine dicht dran, aber der Oberkörper ist doch recht weit weg. Auch hier wird das schwierig. Versucht wirklich dicht ranzugehen, dass wir jetzt hier gut Druck und Energie auf dem Ball erzeugen können. Und jetzt habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich mit beiden Beinen dicht an den Tisch rangegangen bin. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Beispielsweise macht Timo Boll das manchmal, den wir gerade gesehen haben. Die gehen dann mit dem rechten Bein mit einem Step an den Tisch ran und ziehen jetzt hier auf halblang an. Das hat Vor- und Nachteile. Der Riesenvorteil bei der Variante ist, wenn man mit dem rechten Bein unter den Tisch geht. Wir stehen in der Grundstellung und wenn jetzt der Ball kurz kommen würde, würde ich ja auch mit dem rechten Bein unter den Tisch gehen. So gehe ich auch mit dem rechten Bein unter den Tisch und hole aus, anstatt überm Tisch was zu machen. Das heißt, der Bewegungsablauf ist relativ ähnlich. Der Nachteil an dieser Variante ist, es gibt mehrere Nachteile, dass wenn wir mit dem einen Bein vorne sind, können wir uns jetzt nicht so schön im Schlag auf unsere
linkes Bein drehen, weil ihr seht schon, das rechte Bein ist ja vorne bzw. auf der Höhe von dem linken Bein und jetzt haben wir hier ein Problem, eine Gewichtsverlagerung schön aufs andere Bein reinzubekommen. Bei dieser Variante müssen wir wirklich den Fokus extrem auf dem Unterarm richten und auch aufpassen, dass wir nicht zu stark in die Rückenlage kommen. Denn bei einigen Spielern sieht das dann so aus, die stehen tief, jetzt gehen sie mit dem rechten Bein unterm Tisch, jetzt ziehen sie hier den Ball an, vielleicht auf Seitunterschnitt und dann kippen sie nach hinten und fallen nach hinten um. Ja. Wenn ihr das machen wollt, auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier rangehen und jetzt auch hier eine gute Spannung haben, eine gute Explosivität, viel mit dem Unterarm arbeiten, bam, kompakt bleiben und uns jetzt auch wieder vom rechten Bein, zack, raussteppen, damit wir auch gleich da weitermachen können. Kommt mal ran. Wir kümmern uns jetzt um euren Vorderfuß und zwar ist es für euch wichtig, dass ihr die Übertragung, die Gewichtsübertragung von vorne rechts nach vorne links macht und nicht über den Mittelfuß oder über die Ferse. Das forciert auch diese Rückenlage. Plus, dass wir über die Ferse nicht gut die Hüfte einsetzen können. Es ist viel einfacher und die Hüfte ist viel beweglicher, wenn wir auf dem Vorderfuß sind und uns hier schön bam mit der Energieübertragung Energie auf den Ball geben können, als wenn wir hier hinten blockiert sind und nicht richtig ziehen können. Die Salsa-Tänzer unter euch wissen das. Ne, wenn ich auf dem Vorderfuß bin, habe ich hier eine viel höhere Beweglichkeit in der Hüfte als hinten über die Ferse, weil die deutlich blockiert ist. Wichtig ist, dass wenn wir mit beiden Beinen nach vorne gehen und bei der anderen Variante auch, dass wir explosiv ausholen, damit wir hier eine Energie vorgespeichert haben, die wir jetzt mit der Körperdrehung aus Bein, Hüfte und auch der Schulter, dass wir die Energie auf den Ball übertragen bekommen. Geht auch nur, wenn wir wirklich dicht an dem Ball sind, denn wenn der Ball als Beispiel hier aufkommt, hier runter geht und hier ist, hier kann ich Druck mit meinem Körper, mit meiner Schulter, mit meiner Hüfte auf den Ball geben. Deswegen dicht ran, explosive Ausholphase, kurzer wartender Moment und jetzt BAM! Wo ist eigentlich der Schlagansatz? Der ist leicht unterhalb des Tisches. Wir stehen in der Grundstellung, wir explodieren und halten den Schläger leicht unterhalb des Tisches, denn es ist immer deutlich einfacher, wenn der Aufschlag jetzt doch mit leicht Überschnitt kommt, eine Etage weiter hoch zu gehen und jetzt hier die Rakete abzufeuern, als wenn wir gleich von oben starten und dann noch mal runter müssen. Wir haben ja auch mal ein Video gedreht darüber, wie der Vor- und Topspin richtig aussieht, was da wichtig ist bei den Techniken. Und wir haben euch erklärt, dass es besonders wichtig ist, auf den Unterarm zu achten und natürlich auch aufs Handgelenk. Aber Vorhand Topspin, Unterarmbeschleunigung, die ist enorm wichtig. Aber, es ist noch wichtiger, gerade bei dem Halblangball, dass wir den Körper nutzen und hier mit reinschwingen. Und wenn wir uns einen Boxer vorstellen, wenn der so steht und so boxt, da ist keine Power drin. Power kommt rein, indem er mit dem Körper zack gegen den Boxsack haut. Und bei uns ist es genauso. Wir wollen zack die Energie auf den Ball übertragen und das kriegen wir viel besser hin, wenn wir mit der Hüfte, mit dem Bein über den Vorderfuß und mit der Schulter gegen den Ball arbeiten, anstatt alles aus dem Arm zu machen. Jolly. Wo sollen wir den Ball überhaupt am besten treffen? Ihr könnt euch schon vorstellen, hier in dem Bereich ist es relativ schwierig, das ist weit vorne. Wenn wir den Ball hier nehmen würden, wäre es auch relativ riskant, weil was ist, wenn der Ball doch ein bisschen kürzer kommt und hier runter? Deswegen wollen wir den Ball am höchsten Punkt treffen. Es kann nämlich sein, dass ein Ball zwar kurz ist, weil er zweimal aufkommen würde, aber
in der Flugkurve relativ hoch ist und wir hier den Ball ziehen können. Um den Ball jetzt am höchsten Punkt treffen zu können, ist es natürlich auch gut zu wissen, wann der Ball am höchsten Punkt ist. Und da ist das Zauberwort Timing. Versucht so früh wie möglich in die Ausholbewegung zu gehen, dass wenn der Ball bei euch aufkommt, dass ihr ausgeholt seid und jetzt euch um die Platzierung kümmert. Man kann sich vorher als Beispiel vornehmen, ich eröffne über den Wechselpunkt bei dem Halblang, wenn es dazu kommt. Wenn es ganz eng wird, können wir diagonal eröffnen und dann wieder mit dem nächsten diagonalen Ball rechnen. Und wenn der Ball wirklich deutlich zu lang rausspringt und wir jetzt viel Zeit haben und auch mehr Platz, können wir als Beispiel abklappen und den Ball zack bei den Rechtshändern tief in die Rückhand ziehen. It's like ooh la la, it's not hard to say how I feel. Ooh la la, it's kinda easy now 'cause it's real. Thema Körperstabilität. Wir sind natürlich alle hoch austrainierte Maschinen. Für mich ist wichtig, dass ihr Stabilität habt, nicht nur wie vorhin besprochen am Anfang der Bewegung, sondern auch am Ende. Wir stoppen, zack, die Bewegung mit dem Körper ab und nutzen die Energie, die wir jetzt hier beim Abstoppen haben, um uns danach wieder auf die neue Spielsituation einzulassen und dort eine Stabilität auch weiterführen zu können. Bisschen eleganter als das jetzt, ne? Wir wollen zack und jetzt springen wir raus aus dem Tisch, um dann wieder mit dem Schläger oben zack auf die nächsten Bälle raufgehen zu können. Wo wir schon beim Thema zweiter, dritter, vielleicht auch vierter oder fünfter Ball sind. Wichtig ist, wenn ihr in der Ausschwungphase seid, dass die Schlagbewegung oberhalb eures Sichtfelds endet und ihr nicht hier irgendwelche coolen Varianten zur Schulter zieht. Es ist auch nicht ganz so entscheidend, falls ihr mal ein bisschen hier stoppt, ein bisschen da stoppt, ein bisschen da stoppt oder falls ihr vielleicht auch mal einen Ball irgendwie hier hinzieht. Ist in Ordnung, achtet nur drauf, dass ihr nach Möglichkeit nicht zu tief zieht, sondern dass wir schön zack hier nach oben ziehen, oberhalb der Augen, um uns danach wieder bereit zu machen für den nächsten wunderschönen Ball. It's like ooh la la, it's not hard to say how I feel. Last but not least, Leute, ihr dachtet, das alles war wichtig. Stimmt auch, aber das jetzt ist auch wichtig. Ihr müsst mit Rotation ziehen. Du bist der Chef und entscheidest, wohin der Ball geht mit der Flugkurve und nicht der Gegner mit seinem Aufschlag. Versucht nicht zu viel übers Tempo zu gehen. Es bringt natürlich Spaß, das Ding da voll durchzuschleudern, aber auch immer Profis, Halbprofis, alle Leute, die da richtig Gas geben, die haben immer viel Rotation im Ball. Es ist ganz selten, dass man mal einen anderen Ball spielt, aber es geht auch immer darum, das sieht im Fernsehen und so auch immer so aus, als würde da kaum Rotation drin sein oder halt nicht so viel, weil der Ball so schnell ist, aber die geben enorm Spin da rein und gerade bei dem halblangen Ball, der Ball kommt hier auf, hier runter, wir wollen hier Rotation spielen, ist natürlich super, wenn wir eine kleine Flugkurve drin haben, durch die Rotation und nicht, wenn der Ball zu gerade fliegt. Der Ball muss noch übers Netz rum, deswegen bitte, 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 Freunde, achtet, auch wenn ihr Tempo spielen wollt, auf eure Rotation und zieht dann schön mit, manche nennen es Minze, manche nennen es Spinat, manche nennen es Musik, auf jeden Fall mit Rotation an. I don't think they ready for it. Here it comes, boom. Trailblazer, rule breaker, new flavor, straight laser, go maker, room shaker, lost in the beat, make you wanna move. Make you wanna move. Freunde, wir haben noch einiges vor uns, den besonderen Tipp und auch noch die Übung, wie ihr das trainieren könnt. Apropos Übung, wenn ihr Lust habt, kommt nach Hamburg zur Tischtennisschule, dann können wir nicht nur den halblangen Rückschlag trainieren, sondern auch Aufschläge, Rückschläge und alles durchziehen, damit auch du ab sofort gefährlich angreifen kannst. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze jetzt gut zu trainieren. Eine Möglichkeit ist, dass ihr den Ball einmal aufspringen lasst und jetzt überm Tisch den Ball versucht zu ziehen und auch schön auf die Gewichtsverlagerung achtet. Ihr könnt auch variieren, das heißt, ihr könnt mal probieren, den Ball hier hinten springen zu lassen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Oder auch mal versuchen, den Ball ein bisschen weiter vorne springen zu lassen.
Es gibt auch so Hilfsmittel wie diesen Stern hier. Und da kann man dann den Ball rauflegen, unterschiedlich positionieren und dann so ziehen. Übung Nummer 2, wir brauchen dein Gefühl und wir brauchen dein Talent. Du spielst hier den Ball mit Unterschnitt ins Netz ein und dann ziehst du zack auf halblang den Ball an. Der Ball kommt zurück, spielt mit Unterschnitt ein und haut nicht zu doll ins Netz, weil dann wird es ein bisschen schwierig. Andere Variante dieser Übung ist, dass ihr bestenfalls jemand habt, der euch den Ball einrollt. Aber die Realität sieht meistens so aus, dass wir das selber machen müssen, weil wir auf irgendjemanden da warten in der Halle. Deswegen stellt euch dicht dran am Tisch, nehmt den Arm nach vorne, rollt euch selber den Ball zu und zack, zieht den Ball an auf halblang mit einem selbst eingeworfenen Ball. Jetzt kommt eine schöne Übung für dich. Die eine Seite macht Aufschläge, beispielsweise trainiert sie halblange Aufschläge. Und die andere Seite spielt den Ball nicht zurück, sondern muss nur sagen, kurz oder lang. So Freunde, ich würde sagen, wir machen das jetzt einmal zusammen. Let's do it. Steht ihr auch tief oder bin nur ich das? Kurz. Lang. Lang. Oh. Netz. Lang. Make you wanna move. Abfahrt. Wir kommen zum Spezialtipp und zu einer Sache, die du vermutlich noch nicht so häufig trainiert hast. Achte mal bei dem folgenden Ballwechseln darauf, was ich mache. Energy electric, taking us higher. We're in the zone. Was ich gemacht habe, ist, ich stand tief, habe als erstes leicht aufgezogen, nicht doll, aber die Handlung gestartet mit der Topspin-Bewegung, habe dann die Handlung abgebrochen und bin dann nach vorne gegangen, um dann den Rückschlag zu spielen. Das heißt, ich habe eine Schlagbewegung angesetzt und bin dann in eine andere rein. Das sehen wir im Profibereich recht häufig. Everyone's watching, might as well move. Everyone's watching, show them how to move. Everyone's watching, might as well move. Everyone's watching. Es hat natürlich auch einen Vorteil, ein bisschen abzuwarten und dann erst den Schlag zu machen. Das macht man, oder beziehungsweise das mache ich, wenn der Aufschläger wirklich sehr flexibel aufschlägt und ich schlecht erahnen kann, was da passiert. Dann muss man ein bisschen länger warten. Aber häufig kann man auch schon mit einer Sache, mit einer Intuition, mit einer Idee in das Spiel reingehen und dann eventuell noch abbrechen. Also mein Tipp für dich, sei da handlungsschnell und trainiere das und komm so auf dein nächstes Tischtennis-Level. Das war's aus dem Cholle Headquarter, Leute. Wenn ihr Lust auf Training habt, wir geben jeden Monat mehrere Lehrgänge, bieten auch das Einzeltraining an, falls ihr nicht nur eure halblangen Bälle üben wollt. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video Spaß gemacht hat, dass du auch was gelernt hast und dass du ab sofort richtig geil auf halblang durchziehst. Haut rein, liebe Grüße hier aus Hamburg. Bis dann, ciao.